der Deutschland-Podcast. From Hallo German. Hallo und herzlich willkommen zu Hallo German, deinem Kanal für echtes, entspanntes Deutschlernen. Ich bin Julia. Und ich bin Tom. Schön, dass du dabei bist. Heute sprechen wir über ein Thema, das uns alle betrifft: schlechte Gewohnheiten. Uff, ja. Jeder hat sie. Ich zum Beispiel, ich checke morgens direkt mein Handy. Noch bevor ich aufstehe. Oh, ich auch. Und dann vergeht eine halbe Stunde mit Scrollen. Kein guter Start in den Tag, oder? Gar nicht. Aber warum sind schlechte Gewohnheiten eigentlich so hartnäckig? Gute Frage. Unser Gehirn liebt Routinen. Es spart Energie. Und schlechte Gewohnheiten fühlen sich oft erstmal gut an. Stimmt. Zucker, Social Media, Prokrastinieren, alles kleine Belohnungen. Genau. Das nennt man das Belohnungssystem. Wir bekommen Dopamin, das Glückshormon, und das macht süchtig. Also wie kommt man da raus? Der erste Schritt ist, sich die Gewohnheit bewusst zu machen. Zum Beispiel, wann tritt sie auf? Wie fühlst du dich vorher und nachher? So wie ein Tagebuch führen über deine Gewohnheiten? Genau. Und dann kannst du einen sogenannten Habit Loop erkennen. Auslösender Moment, Routine, Belohnung. Also zum Beispiel, ich bin gestresst, ich greife zur Schokolade, ich fühle mich kurz besser. Perfekt erklärt. Und jetzt kommt das Spannende. Du kannst den mittleren Teil, also die Routine, austauschen. Anstatt Schokolade, ein kurzer Spaziergang, ein Glas Wasser oder Musik hören? Genau. Und fang klein an. Eine kleine Änderung ist viel wirkungsvoller als ein radikaler Plan. Und was ist mit Motivation? Die fehlt mir oft. Die kommt meistens erst nach dem Handeln. Also, einfach anfangen, und dann kommt der Antrieb. Das ist ein guter Tipp. Und vielleicht hilft es auch, mit jemandem darüber zu sprechen oder es aufzuschreiben. Total. Verantwortung teilen oder kleine Erfolge feiern, das macht einen großen Unterschied. Also, liebe Zuhörer, welche schlechte Gewohnheit wollt ihr als erstes loswerden? Schreibt es uns gern in die Kommentare. Wir sind gespannt. Danke, dass ihr heute dabei wart. Und denkt dran, kleine Schritte, große Wirkung. Und bevor wir Schluss machen, lasst uns noch ein paar wichtige Wörter und Ausdrücke aus der Folge anschauen. Genau. Damit du nicht nur verstehst, worüber wir reden, sondern auch selbst mitsprechen kannst. Wir erklären dir jetzt 7 Begriffe, die heute oft vorgekommen sind, mit Beispielen und kleinen Erklärungen. Also, entspannt zurücklehnen oder einfach mitsprechen, los geht's mit dem ersten Wort. Nummer 1, Gewohnheit, das ist einfach etwas, das du regelmäßig machst. Gute oder schlechte Sachen, wie Kaffee trinken oder zu spät schlafen gehen. Oder wie ich, abends Serien bingen, keine gute Gewohnheit. Haha, ja. Und das bringen wir dir jetzt alles in Ruhe bei, Wort für Wort, mit Beispielen. Los geht's. Die Gewohnheit. Gewohnheit ist etwas, das du regelmäßig machst, oft automatisch. Zum Beispiel, morgens Kaffee trinken ist meine erste Gewohnheit. Man spricht oft von guten und schlechten Gewohnheiten. Das Belohnungssystem. Unser Gehirn liebt Belohnung. Das Belohnungssystem ist der Teil im Gehirn, der für Motivation und Dopamin zuständig ist. Zum Beispiel, wenn ich Schokolade esse, aktiviert sich mein Belohnungssystem. Es reagiert auf Dinge, die sich gut anfühlen, wie Social Media, Zucker oder ein Kompliment. Die Routine. Eine Routine ist das, was du in einer bestimmten Situation immer wieder machst. Zum Beispiel, eine Routine ist das, was du in einer bestimmten Situation immer wieder machst.
Routinen können helfen oder auch schaden, wenn sie ungesund sind. Prokrastinieren. Ein langes Wort. Es bedeutet, Dinge aufschieben, statt sie zu machen. Zum Beispiel, ich sollte lernen, aber ich prokrastiniere mit YouTube. Auch ein Klassiker unter den schlechten Gewohnheiten. Der Auslöser. Ein Auslöser ist der Moment oder die Situation, die eine Gewohnheit startet. Zum Beispiel, Stress ist oft ein Auslöser fürs Naschen. Wenn du deinen Auslöser kennst, kannst du besser reagieren. Tagebuch führen. So wie ein Tagebuch führen über deine Gewohnheiten, wenn du aufschreibst, wann und wie deine Gewohnheiten auftreten, verstehst du sie besser. Zum Beispiel, ich führe ein kleines Tagebuch über mein Essverhalten, damit ich meine Auslöser erkenne. Du musst kein Roman schreiben, ein paar Stichworte am Tag reichen. Wichtig ist, regelmäßig zu reflektieren. Verantwortung teilen. Wenn du jemandem sagst, was du ändern willst, zum Beispiel einem Freund, dann hilft dir das, dran zu bleiben. Zum Beispiel, ich teile meine Ziele mit meiner Schwester. Dann bleibe ich motiviert. Zusammen ist alles leichter. Und, das war unser kleiner Vokabel-Crashkurs. Schreib dir die Wörter gern raus oder hör die Folge nochmal. Und jetzt, viel Spaß beim Üben, kleine Schritte, große Wirkung. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine neue Episode verpasst. Und vergesst nicht, Lernen darf Spaß machen, bleibt neugierig und dran. Bis zum nächsten Mal bei Hallo German, eurem Podcast für echtes Deutsch im Alltag. Tschüss. Thanks for watching. Don't forget to subscribe.